So, liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es für euch wieder eine Reaction, denn mein guter Freund Dr. Tony Huge, einige von euch kennen ihn vielleicht aus älteren Videos von mir, einige von euch kennen ihn vielleicht einfach von YouTube, von Enhanced Athlete oder von Netflix oder aus dem letzten The Most Hated Podcast, hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Tony Huge Reviews German Bodybuilding Cycle, Can He Turn Pro? So, ich habe dieses Video angefangen zu gucken und habe es aber bewusst nicht zu Ende geguckt, denn ich habe festgestellt, den Cycle, den er dort bewertet, ist mein Cycle, den ich geschrieben habe, und zwar für einen Athleten von mir, den Christoph Krebs. Ganz alte Follower von euch kennen den vielleicht auch. Christoph ist, ich glaube 2018 Vize-Deutscher Meister geworden bei mir in der Vorbereitung. Und seitdem hat sich einiges getan bei ihm. Inzwischen ist Christoph nach Thailand ausgewandert. Dementsprechend kam da auch die Connection zwischen Toni und ihm zustande. Und ja, das, was ich mit Christoph momentan mache, das bewertet Toni jetzt hier. Und wir gucken uns das ganze Video mal an. Ich bin gespannt, wie so seine Schlussfolgerungen sind, warum wir was gemacht haben und wie er das Ganze nachher überhaupt bewertet. Videos from Rich Piana, Dave Palumbo, they talk about like real IGF, you only have to use 20 micrograms, all this stuff. Let's do a thorough review on a German bodybuilder cycle to go pro. So someone who's a good amateur bodybuilder who wants to turn into a professional bodybuilder. Now I know this bodybuilder and I know his coach. This bodybuilder does have the potential to become pro. He has a really good foundation. He's very experienced doing cycles, and he's working with coach Max Madsen in Germany, who in my opinion is one of the better coaches in the world because he's able to balance, yes, the traditional bodybuilding stuff that's worked historically, but also with the new cutting edge stuff that 99% of bodybuilding coaches don't know about or experiment with because they stick with what already works in the past. So we've got... Ich bin ehrlich, die 2 Sekunden von dem Video habe ich natürlich schon gesehen und ich fühle mich natürlich extrem geehrt. Ich glaube, mich hat noch nie einer der besten Coaches in der Welt genannt. Ich denke, das ist auch ein bisschen hochgegriffen, aber das zeigt, dass Toni tatsächlich eine relativ hohe Meinung von mir hat. Was ich cool finde, was mir auch viel bedeutet, weil Toni ist ultra erfahren. Die Leute, die ihn kennen, die wissen auch warum. Ja, schauen wir mal weiter. Übrigens, einmal vorweg, er sagt, dass hier ein Cycle, um Pro zu werden. Einmal für die Hintergrundinformation, Christoph ist relativ lange schon nur auf TRT gewesen, jetzt wo er in Thailand am Reisen war. Und wir haben jetzt quasi überhaupt seinen ersten Cycle wieder gestartet. Und es ist jetzt nicht so, dass wir in 12 Wochen irgendwo auf der Bühne stehen wollen, sondern das ist quasi unser Startpunkt, von da geht's los. Und unser langfristiges Ziel ist natürlich irgendwann wirklich Profi zu werden. Das wird aber jetzt nicht in dem nächsten halben Jahr passieren. Good balance between old school and new age cutting bodybuilding, but this cycle is actually very simple. I'll let you know what the compounds that are involved are. It's growth hormone, IGF, LR3, insulin, sustanon, primobolan, and NPP, and injectable carnitine, and MK677. So you see, these are pretty traditional compounds. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er das MK677 her hat, weil das habe ich ihm nicht aufgeschrieben. Also entweder macht Christoph irgendwas, was ich nicht weiß, oder Toni hat vielleicht irgendwas nicht richtig verstanden, als sie sich unterhalten haben. Aber gucken wir einfach mal weiter. And the dosages are pretty reasonable. Let's go over the dosages now. 6 units of growth hormone per day, 100 micrograms of IGF1 LR3 per day. Insulin, doesn't say the amount. We'll talk about that in a minute. I'll go through each one in detail after. 125 milligrams of sustanon every 2 days, 150 milligrams of primobolan every 2 days, 100 milligrams of NPP every 2 days. And can we switch out MK677 for the GH, and injectable carnitine dosage and frequency. So those are all the things we're going to cover with each one. First of all, 6 units of growth hormone per day. Yeah, that's pretty standard. That's what bodybuilders usually use. Like, that's the magic number. If you asked 100 bodybuilders how much growth hormone they use when they're trying to go pro, I'd think about 50 of them would probably say they use 6 units of growth hormone. So that's pretty average.
IGF1 LR3, you know, this is one that... Mein Kameramann sieht das nicht, aber in dieses Video, Toni sitzt da und redet und er hat einfach random die ganze Zeit Videos von sich eingeblendet, wie er mit irgendwelchen Weibern zugange ist. Das hat überhaupt nichts mit diesem Video zu tun. Aber es ist besser, als einfach nur langweilig ihm beim Reden zuzugucken. A lot of bodybuilders have never tried, or they tried bunk stuff because, you know, there's not a lot of really good sources of it that actually preserve it well. You know, that it loses potency by the time you receive it. And the bodybuilders that have used good IGF, like me, all of a sudden realize it's like the holy grail. But the dosage is pretty low here. It's 100 micrograms. 99.9% of all the IGF-1 out there is fake. Now you could listen to old videos from Rich Piana, Dave Palumbo that talk about like real IGF. You only have to use 20 micrograms, all this stuff. And yeah, okay, any little bit of IGF works, and some is stronger than others, but specifically with IGF-1 LR3, which lasts about a full day. So we can use it any time of day, doesn't matter what time. With IGF-1 LR3, I don't feel anything if I do like 20 to 50 micrograms. And I know some people will say that means it's not real because you should be able to blow your mind at 25 to 50 micrograms. It's just never been I've tried some of the best IGF-1 LR3 there is, and I just haven't had that experience. But when I go 100 micrograms, 200 micrograms, you know, when I go up from there, all of a sudden, wow, it starts working really well. And then we had Pup at Muscle Factory who was doing 400 micrograms. Oh, Pop, das ist der, den ihr da gerade rechts im Video seht. Den habe ich auch getroffen in der Muscle Factory. Das ist ein Monster. Der hat die brutalsten Beine, der kann Big Ramy gegen einpacken, die ich jemals gesehen habe. Und gleichzeitig ist es der netteste Mensch, den ihr jemals treffen werdet. Wir haben ihn da mitten in der Nacht random irgendwo an der Tankstelle getroffen. Und der, obwohl er uns erst einmal gesehen hat, hat er sich direkt an uns erinnert, hat direkt Hallo gesagt, wie es uns geht, hat mit uns angefangen zu quatschen, uns in die Muscle Factory eingeladen, hat uns eingeladen, mit ihm zu trainieren und so weiter, obwohl er uns eigentlich gar nicht kannte. Und das ist wirklich ist wahrscheinlich der beste thailändische Bodybuilder, den es gibt momentan. Micrograms per day when he was doing more than 10,000 calories per day, and he was growing really fast. So we know that it's effective, dosage dependent, all the way up to that level. Like it keeps working better and better. But of course, we have to also worry about the side effects of taking too much and also the desensitization. The higher the dosage we go, the faster we desensitize to it. So if we're going to use it for a really short period of time, we can go higher on the dosage. But if we're using 100 micrograms, maybe we could run it for up to 6 weeks without desensitizing. I don't know, but we're certainly not going to desensitize within a couple weeks to 100 micrograms. You know, and when Pup did 400 micrograms, he said that by the third week or after the third week, he felt nothing from it. Like it stopped working completely, complete desensitization. So we know that higher dosage that you completely desensitize in 3 weeks. With 100 micrograms, maybe we could go, you know, like 1 month on, 2 weeks off or something like that. My approach is usually to do shorter blast cycles with a much higher dosage if we can eat enough calories, sleep enough, and train hard enough. If not, if we want to do the more slutty. Welcome to Thailand! Where's the man? Steady and slow approach, then we could use 100 micrograms and we could do it for, you know, a month. Who knows? You could kind of feel when you start desensitizing, when you got to back off. Da muss ich mal einmal kurz eingreifen, warum wir das überhaupt nehmen. IGF1, LR3 ist etwas, ich benutze sowieso in der Regel kein IGF1 mit meinen Athleten. Das ist hier eine ganz besondere Situation, und zwar ist die Situation wie folgt. Es war ein kleines Beschaffungsproblem. Christoph kommt an alles ran, der hat tatsächlich ein Sponsoring für Steroide, verschiedene Peptidhormone und so weiter in Thailand. Da kriegt er die allerbesten Sachen, deswegen wusste ich auch, dass sein IGF1 100% legit ist. Was er nicht bekommen hat, was sehr, sehr schwierig zu dem Zeitpunkt war, als wir gestartet haben, war tatsächlich Insulin. So, jetzt sind wir mit 6 Einheiten HGH unterwegs und was er auch nicht bekommen hat in Thailand war ein Berberin oder ein GDA-Produkt. Dementsprechend haben wir bei 6 Einheiten HGH relativ lange konstant erhöhte Blutzuckerwerte, haben dadurch irgendwann eine schlechte Insulinsensitivität und haben relativ wenig, was wir gegen machen können. Jetzt haben wir bei IGF1 LR3, wie Toni schon richtig gesagt hat, ungefähr 24 Stunden Wirkzeit, und IGF1, Insulin-like Growth Factor, sorgt dafür, dass euer Blutzuckerspiegel sinkt. Es ist im Endeffekt es ist ein relativ effizienter Nutrient Partitioner
ähnlich wie Insulin auch. Und das ist der Grund, warum wir IGF1 LR3 benutzt haben. Hier hat er das quasi alles zusammengepackt und ein bisschen anecdotal, also ein bisschen aus eigener Erfahrung mit IGF1 LR3 sorgt es einfach für eine extreme Fullness in dem Muskel, wo es injiziert wird. Also es hat durchaus einen lokalen Effekt. Das war aber nicht der Grund, warum wir es gemacht haben. Unser Protokoll war im Endeffekt so, dass der Post-Workout, weil er einmal am Tag trainiert hat, in den Muskel, in den er trainiert hat, IGF1 LR3 injiziert hat, um dort einfach ein bisschen länger Fülle zu halten, um die Nährstoffversorgung gerade in dem Muskel und das Nutrient Partitioning in dem Muskel zu verbessern. Und das war unsere Planung, bis er Insulin oder ein vernünftiges GDA bekommt. Punkt. Ja, also wir haben es ein bisschen anders reingenommen. Wir haben es gar nicht als Wachstumsagent quasi drin gelassen, sondern eher quasi als Nutrient Partitioner, als Ersatz für Insulin. Next, Insulin Pre-Workout. I love Insulin Pre-Workout. Some people get hypoglycemic during their workout and they feel like they're going to pass out. They don't feel good. They're hard for them to balance their blood sugar. For me, if I'm bulking and I'm eating a ton of calories and a ton of food, I like insulin pre-workout. Now, it does make me, in higher dose, the higher the dosage, it does make me tired though. So it can make me tired during the workout. But that could be offset by the benefit of just how much nutrients I'm pushing into the muscle. I mean, when you take insulin as a bodybuilder, not during workout time, but other times, it's still amazing. You still feel full. But when you take it before a workout and you've got food digesting in your stomach or you're drinking intra-workout drink, you feel it just like shotgun blast into the muscle. It's an amazing feeling. So he must be using the insulin in a lower dosage if he's using it pre-workout. But that's great if it works. If it ends up being interfering with the workouts and stuff, then we change the timing of the insulin, maybe using it post-workout. 125 milligrams of Sustanon every 2 days. Da müssen wir auch nochmal kurz eingehen. Ne? Wie gesagt, wir haben Insulin Pre-Workout bei Christoph drin, einfach um die Performance im Gym und die Regeneration danach zu gewährleisten und natürlich auch hier Nährstoffaufnahmen zu verbessern. Wen das Thema Insulin pro Contra interessiert, sollte sich mal den letzten The Most Hated Podcast angucken. Dort habe ich zusammen mit dem Alexikon 1,5 Stunden lang über das Thema Insulin hin und zurück diskutiert. Ich bin ein relativ großer Freund von Insulin, auch immer noch. Alex ist ein bisschen von Insulin, zumindest Pre-Workout, abgekommen und wir haben so unsere Argumente da ausgetauscht. Da gibt es sehr, sehr viel für und wider. Es gibt da kein richtig und falsch. Also wen dieses Thema wirklich sehr ins Detail interessiert, sollte mal den letzten Most Hated Podcast angucken. Ja, aber jetzt machen wir mal weiter mit den eigentlichen Steroiden. Da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Yeah, so that ends up to be, 3 shots per week, roughly, which would be 3 times 125, which would be 375 milligrams of testosterone. Ich liebe das. Die Amis, die können Dinge nicht richtig zusammenrechnen. Wenn du bei denen sagst, 125 Milligramm jeden zweiten Tag, dann sagen sie, ja, das sind 3 Shots in der Woche. Und das machen die alle, und ich weiß nicht, warum die das alle machen. Das sind nicht 3 Shots, sind 3,5. In der einen Woche sind es 3 und in der nächsten Woche 4. Ja, also es sind über 400 Milligramm, nicht 375, aber nur so. Of testosterone per week, which is good. At that dosage, we don't need an aromatase inhibitor. And in this cycle, there is no aromatase inhibitor. There's no exemestane, there's no tamoxifen, there's no SERM, there's no anastrozole. Nothing to lower estrogen. We don't want to lower estrogen. Estrogen is helpful to build muscle and good for health when we're bulking. Sehr korrekt. Ich habe tatsächlich meine Meinung zu Aromatasehämmern und zu der ganzen Östrogen-Thematik in der Vergangenheit ein bisschen geändert. Ich war relativ lange ein Vertreter davon, dass Östrogen eigentlich immer im Normalbereich gehört und es eigentlich keine großen Vorteile gibt von Östrogen über dem Normalbereich, sondern nur Nachteile und dementsprechend sollten die meisten Leute auch einen Aromatasehemmer benutzen. Ich bin davon ein bisschen abgekommen, denn es gibt doch ein paar Vorteile von etwas höherem Östrogen. Für die Leute, die nicht sehr sensibel sind, was östrogenbedingte Nebenwirkungen, Wasser, Gyno, Hautprobleme, Fetteinlagerung und so eingeht. Und das ist Christoph nicht, der zieht einfach kein Wasser. Für die Leute ist es sehr schön, Östrogen höher zu halten, gerade wenn DHT-Derivate mit im Spiel sind, weil es einfach euer HDL-Cholesterin ein bisschen schont. Gleichzeitig ist es natürlich gut für die Gelenke und Östrogen ist auch ein relativ anaboles Hormon. Heißt, wenn ihr keinerlei Nebenwirkungen habt durch etwas erhöhtes Östrogenlevel, dann ist das völlig okay.
Und das hat Toni hier richtig erkannt, deswegen haben wir hier auch keinen Aromatase-Hämmer benutzt und dementsprechend die Testosterondosierung lieber etwas niedriger gelassen. Das ist was ich auch im letzten Jahr mit sehr vielen Leuten die Erfahrung gemacht habe. Ganz, ganz viele Leute reagieren einfach besser auf niedrigere Testosterondosierung anstatt mehr Testosteron in Verbindung mit einem Aromatase-Hämmer. And then Primobolan, 150 milligrams every 2 days. So that's going to be around 450 milligrams per week or something like that. Like Primobolan, not to build muscle, not to burn fat, but to prevent catabolism, to prevent losing muscle, which is just as important part of the equation as gaining muscle. So what that allows someone to do is lean bulk, because if they have a period of low calories, they'll still be burning fat, but they won't burn as much muscle. It also makes our body much more efficient at protein intake, at using protein. So if we're not eating enough protein, Primobolan can make up for that difference by making our body more efficient at using the protein and preserving the protein that we are taking in and we are having. So that this is especially helpful for someone who has Primobolan, is especially helpful for someone who has a hard time getting in enough calories, for example. Das stimmt, was er da sagt. Das ist allerdings nicht bei Christoph der Fall. Ne? Christoph hat einen reglementierten Ernährungsplan, der macht nichts anderes als Bodybuilding. Der hat keine Phasen, wo er aus Versehen zu wenig Protein isst. Und der hat auch keine Phasen, wo er aus Versehen ewig lang nichts isst. Der Hauptgrund, warum wir Primobolan genommen haben. Mein Hauptaugenmerk war drauf, sinnvolle Komponenten zusammenzustellen, ohne dass er große Nebenwirkungen hat. Primobolan an sich ist kein übertrieben anabole Komponente, ist ein DHT-Derivat, hat aber, natürlich baut es auch Muskulatur auf, es erhöht auch die Proteinbiosynthese, erhöht die Regeneration und so weiter, relativ mild, hat aber im Gegensatz zum Beispiel ein Masteron keinen senkenden Effekt auf Östrogen. Und das ist genau das, was ich hier haben wollte, quasi als zweite Komponente in dem Cycle, die keinerlei Nebenwirkungen rausbringt, noch ein bisschen mehr Wirkung bringt. Ne, nur als Beispiel, ich hätte jetzt auch das Testosteron höher nehmen können, dann hätten wir einen Aromatasehemmer mit dazu nehmen können, dann hätten wir wieder Nebenwirkungen, gegen die wir hätten steuern müssen. Dementsprechend lieber mehrere Dinge niedrig dosiert in einem Bereich, wo sie keine Nebenwirkungen machen, finde ich deutlich effektiver. Primobolan ist auch nicht so harsch für euer Cholesterinprofil zum Beispiel, und ein hauptsächlicher Grund, da könnte man jetzt auch jedes andere DHT-Derivat nehmen, oder ein Masteron oder ein Winstrol oder ein Proviron, ist, dass wir hier SHBG-Level senken, also das Sexualhormon bindende Globulin, und somit die Menge an freiem Testosteron im Blut erhöhen. Heißt, wir machen damit auch die anderen Steroide, machen wir dadurch deutlich effektiver. Das ist der Grund für Primobolan. For example. And then NPP, 100 milligrams every 2 days. This is going to be great for the joints and tendons, all the connective tissue, because when we're lifting heavy and hard, one of the limiting factors is our connective tissue. Sometimes the muscles heal fast, but the elbows and knees and things don't. And so that becomes the limit in how often and hard we can train. Also, NPP helps volumize the muscle. And the volumization of muscle is then followed by the actual building of permanent muscle or long-term muscle where that volumization happened. So I believe in the volumization, and it's also... Mit Volumization meint er im Endeffekt, man hält mehr Wasser. Das ist eine Sache, wo ich ihm jetzt so ein bisschen widersprechen würde. Nur wenn man jetzt einen volleren Look hat, mehr Wasser hält, dann baut man nicht automatisch mehr Muskulatur aus. Man könnte jetzt hier vielleicht argumentieren, man dehnt die Faszien ein bisschen mehr, der Muskel hat mehr Raum zum Wachsen, same shit mit Synthol jetzt. Aber das würde ich jetzt eher nicht sagen. Der Grund, warum wir NPP benutzt haben, war im Endeffekt, NPP ist deutlich anaboler, NPP ist Nandrolon, genau wie Decanoat, mit einer viel kürzeren Halbwertszeit, neigt dazu, weniger Wasser zu halten, neigt dazu, weniger prolaktinbedingte Probleme zu machen, ist ultrapotent und ist auch etwas, wo ich aus der Vergangenheit mit Christoph weiß, dass er quasi gar keine Nebenwirkungen drauf hat. Und das Hauptziel ist eher, dass er progressiv im Training von Woche zu Woche stärker wird, und wie Toni richtig erkannt hat, ist oft der limitierende Faktor nicht, dass der Muskel nicht wachsen kann, sondern dann kommt irgendwann die ein oder andere Verletzung, weil man quasi schneller als der Körper es vorgesehen hat wächst und Gelenke, Bänder, Sehnen nicht richtig hinterherkommen, und für sowas ist NPP Gold wert. Alle Leute, die mal Gelenkschmerzen hatten und dafür dann Deka genommen haben,
Ja, that's the effect. Anabolic. I mean, an NPP is fast DECA, and DECA has always been a good muscle builder and anabolic. I don't think it's the best bulking and the best anabolic, but it's relatively low side effect for a lot of people, and because it lets us train harder, then you get the benefit of the harder training, which obviously training and diet and sleep are some of the most important things. So if anything you can take to help you train harder and reduce the likelihood of injury is going to make a big difference to the foundation of any muscle building program. So that's pretty good. I mean, what is that? That's like it's like a little over a gram of gear, which for someone, he's about my size. So for someone our size, that's about what it kind of takes to grow at any fast rate. And these are pretty safe. This is pretty safe gear. I mean, I don't see any side effects. He's not likely to have any side effects from this, depending on how long he does it for. And then adding the 200 milligrams of injectable carnitine with the growth. So 3 times per day, 2 IU of HGH and 200 milligrams of carnitine. Okay, so the carnitine is used to sensitize androgen receptors. Auch einmal ganz kurz, ja, das ist so paradox. Christoph kommt in Thailand weder an Berberin ran, noch kommt er groß an Insulin ran, aber ohne Probleme an indizierbares Carnitin, und versucht mal in Deutschland indizierbares Carnitin zu bekommen. Obwohl es hier nicht verboten ist, ist es so unfassbar schwierig, das zu bekommen, und da gibt es das einfach an jeder Ecke. To transport fat and a lot of other bodybuilding benefits, but those are the 2 main reasons, like as a fat burner and also to sensitize the androgen receptors. Insulin is absorbed best when used with insulin or used before a workout, so that Insulin is used best when used with insulin. Er meinte Carnitin natürlich. You're pumping it into the muscle. So by taking it 3 times per day with growth hormone, I mean, one of the reasons to take it with growth hormone at the same time is just convenience. Because if you're going to do a shot, I understand, okay, put the carnitine in it, that's great. It's great. Better to have injectable carnitine than no injectable carnitine. But the absorption of it would probably be enhanced by taking it with the insulin. I would consider, would it be better to take a higher dosage of the carnitine with the insulin pre-workout, or would it be better to have more stable levels and inject it more often? I think they're both good, but my preference personally would be to just take more of the injectable carnitine pre-workout with the insulin. That way we're driving, because carnitine does store in the muscle. Okay, so here's why I say that. Because when we look at these studies of carnitine saturation, we do find that if you take high doses of oral carnitine frequently all the time, you can saturate your muscle cells. We also find that if you take insulin with injectable carnitine, you can saturate your muscle cells much faster with carnitine. So from that, we know that it does build up, it does store, kind of like a creatine or arachidonic acid does. But the hard part is actually getting it in the muscle in the first place. So to me, the limiting factor is usually the getting it into the muscle. And the way that they get it into the muscle with the oral carnitine is just by taking very large dosages over a long period of time. Eventually you kind of saturate the muscle cell. So, but if we're trying to get in faster, it seems better to me to take more carnitine with the insulin pre-workout. Then we have the workout and the insulin driving it into the muscle. And since it does store, it doesn't necessarily have to be trickled in all the time. But okay. Also, um das einmal auch vielleicht für die Leute, die es nicht so gut verstanden haben, zusammenzufassen. Carnitin ist eins der überbewertesten Supplements überhaupt, die es auf dem Markt gibt. Das wird überall reingestopft, es wird als Fettburner vermarktet, und das ganz große Problem bei L-Carnitin ist einfach, dass die orale Bioverfügbarkeit nahezu bei Null ist. Toni hat richtig recht, dass es sich quasi in der Muskelzelle anreichern kann, und da gibt es diverse Ladeprotokolle mit, ich weiß es nicht, 2 Gramm L-Carnitin am Tag und das dann zusammen mit 100 Gramm Malto trinken, um einen Insulinausstoß zu haben und so weiter. Die meisten Leute benutzen das in der Diät, um die Fettoxidation in den Mitochondrien zu erhöhen. Das ist natürlich kontraproduktiv, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr Carnitin nehmt, dazu 100 Gramm Zucker saufen müsst.
So, zweiter Effekt von Carnitin ist, dass es tatsächlich quasi die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Androgen an eurem Androgenrezeptor beschleunigt, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Das ist auf jeden Fall der Effekt, dass quasi alle Androgene, alle Steroide, die an eurem Androgenrezeptor andocken, quasi schneller verarbeitet werden, schneller wieder Platz machen für das nächste Molekül und vereinfacht gesprochen macht es quasi das, was ihr an Steroiden nehmt, einfach deutlich effektiver. Zusätzlich zu dem Storage-Effekt, also dass Carnitin gespeichert wird, ist es aber so, dass es quasi einen relativ plötzlichen Effekt auch nach der Injektion hat. Das ist der Grund, warum wir es gesplittet haben, um einmal zwei verschiedene Mechanismen zu triggern. Einmal quasi die Fettoxidation und einmal Pre-Workout zusammen mit dem Insulin, um einfach quasi die Speicher voll zu kriegen, vielleicht auch hier ein bisschen die Fettoxidation hochzuschieben und nachher einfach die Steroide mit weniger Milligramm Steroiden bessere Wirkung zu erzielen. Ein kleines Detail, was er hier nicht genannt hat, vielleicht hat Christoph ihm das nicht erzählt, ist, dass er auch morgens, wenn er sein Carnitin nimmt, Pre-Cardio dazu eine Einheit Insulin nimmt, um eben quasi dieses Carnitin in die Muskelzelle zu kriegen. Hat zwei Vorteile, das ist auch der Grund, warum ich Leuten empfehle, zum Beispiel das Invictus GDA nüchtern vor dem Cardio zu nehmen. Es senkt auch gleichzeitig euren Blutzuckerspiegel. Dadurch werdet ihr mehr Fett verbrennen beim Cardio. Je niedriger euer Blutzuckerspiegel ist, wenn ihr ins Cardio-Training reingeht, umso eher seid ihr in der Fettverbrennung. Und das Ganze wird natürlich durch das L-Carnitin noch verstärkt. Also habt keine Angst, dass euch ein Insulinausstoß vor dem Cardio dafür sorgt, dass ihr kein Fett verbrennt. Eher im Gegenteil. Das ist der Grund, warum wir es auf 2 Dosen aufgeteilt haben. Morgens mit einer Mini-Dosis Insulin, nüchtern Pre-Cardio und dann mit der großen Dosis Insulin Pre-Workout zusammen mit dem HGH. Ja, ist etwas, was ich noch nicht so lange benutze, kann man ja auch ehrlich sagen. Ich habe der Alex Keikel hat mich auf die Idee gebracht, dann habe ich da ein bisschen Research betrieben und ich sehe einfach gar keine Nebenwirkungen, ich sehe nur Wirkung von Carnitin und da es für ihn einfach dort nichts kostet und verfügbar ist und wie Toni schon sagt, er muss sich sowieso injizieren und ob er da jetzt noch einen halben Milliliter L-Carnitin mit aufzieht, macht für ihn keinen großen Unterschied. Dementsprechend haben wir es mit reingenommen. Und wenn man so einfach aus weniger mehr rausholen kann, umso besser. Ja, also Ziel ist es immer quasi möglichst effektiv, quasi the most bang for the buck, also immer das meiste aus wenig rauszuholen. Yeah, so I like this protocol a lot. I think it's going to work. I don't think I would, other than changing the carnitine timing, I don't think I would change anything else. The growth hormone is 3 times a day, 2 units. I'd say if we're doing it frequently like that, we probably want to take breaks because otherwise we're going to have some water retention just because of the frequency of the dosing of it. So, maybe with the growth hormone, maybe it's good to do even if it's 9 days on and 2 days off or something like that, just to drop the water, just to resensitize. And then MK677. Yeah, doing 2 units 3 times per day of injectable growth hormone is actually very similar to taking MK677 pills. I mean, the advantages of an injectable growth hormone is that you can have a higher, you can get higher plasma levels over a shorter period of time, so you can spike the growth hormone level and let it come down. With MK677, it's more like you're injecting a unit of growth hormone, every 3 hours all day long, which is more like the strategy of 2 units of HGH 3 times per day. So, I would say they're pretty much interchangeable. We could use MK677 or the growth hormone if we're going to use it like that. Ja, der Grund ist, warum ich kein MK677 so gerne mag, weil ihr habt einfach chronisch erhöhte HGH-Level dadurch. Ihr desensibilisiert sehr, sehr schnell. Und wenn ihr HGH, er hat es schon ganz richtig erkannt, es wirkt relativ schnell und es ist auch schnell wieder aus eurem System raus, können wir halt, je nachdem, was wir gerade wollen, einfach unterstützen. Wir können morgens die Lipolyse anregen, die Fettverbrennung vor dem Cardio verbessern. Wir können vor dem Training zusammen mit dem Insulin die IGF1-Ausschüttung nach dem Training verbessern und wir können vor dem Schlafen vor allen Dingen die Schlafqualität verbessern und die Regeneration über die Nacht deutlich verbessern. Dementsprechend bin ich lieber ein Freund davon, nicht den ganzen Tag chronisch erhöhte HGH-Level zu haben, sondern dann, wenn wir sie auch brauchen, sinnvoll. Ja, und das sind einfach Sachen, das funktioniert bei MK677 nicht so gut, weil es einfach den ganzen Tag schiebt. Ja, also man hat auch sein Einsatzgebiet,
Wenn ihr zum Beispiel einen Fastentag einlegt und tough genug seid und an einem Fastentag MK677 nehmt, habt ihr chronisch erhöhte HGH-Level und eine konstante Lipolyse über den ganzen Tag. Da werdet ihr einen Haufen Fett an einem Tag verbrennen können, wenn ihr nicht vor Hunger sterbt. Das ist nämlich noch ein weiterer Nachteil. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass man auf MK677 wirklich massiv Wasser zieht. Christoph ist da zwar nicht so empfindlich für, bei 6 Einheiten HGH, wissen wir auch aus der Vergangenheit, hat er da gar keine Probleme. Dadurch, dass wir unser Insulin sinnvoll eingesetzt haben, Cardio-Intus haben, er noch das IGF1-Intus hat, wird eine Desensibilisierung wird dann nicht stattfinden. Wir haben seine Blutzuckerwerte immer im Griff, immer unter Kontrolle. Und Toni sagt, man sollte dann nach 4 Wochen eine Pause machen, um Water Retention wieder loszuwerden. Erfahrungsgemäß wird das nicht immer schlimmer. Also man wird ein bisschen Wasser halten und das Wasser wird höchstens eher weniger und nicht mehr. Und dementsprechend bin ich eher ein Freund davon, das HGH durchgängig zu nehmen, wenn man dann quasi die anderen Faktoren vernünftig managt, dass man halt eben keine Desensibilisierung erfährt. And we might as well use both, right? So we could also do something like MK677, like 5 days on, 2 days off, and then because we want to get rid of the water retention, for example, and during those days, we could also use a spike of growth hormone. We could take like 6 units of growth hormone along with our insulin once per day. So yeah, there's so many different ways to do it. It's a lot of matter of convenience too, and like what we can be consistent with. I think what I would do though is I'd take my larger dose of growth hormone pre-workout with the insulin, and then I'd take the MK677 in the morning, which would give me the appetite and be like I was having growth hormone pulsing throughout the day, but then I would throw in a couple days break every once in a while to lose the water retention and to resensitize. Overall, I think it's an awesome cycle. I think it's really effective. I think it balances the effectiveness, the speed of which it will work with the low amount of side effects that someone would have from a cycle like this. And I think someone on a cycle like this, when they're attacking multiple different pathways equally, is going to have more beneficial muscle building effects than someone who went in blasting a bunch of gear with trenbolone and growth hormone, but not using insulin or something like that. I think this is a good approach. By the way, I think the carnitine is going to make the gear that he's using more effective. So I think even though we're only going to be doing like up to maybe 1.2 grams of gear, and this will go up, by the way, this amount of gear, you know, you run something like this for a couple months and then you start desensitizing to it, and then at that point you can either rotate compounds or you can increase dosages. Either way, it's fine to keep going with it. I'm not sure how long the cycle is. So that's my in-depth analysis of the cycle. I think it's going to be really effective. I like it. Be swole and swole, friends of freedom, pioneers of human evolution. Ja, sehr cooles Video. Ich finde, er hat sehr viele Dinge von dem, was ich mir dabei gedacht habe, richtig erkannt. Er hat ein paar Schlussfolgerungen getroffen, die ich so die ich so nicht getroffen hätte. Aber alles in allem scheint er ja auch mit dem Cycle sehr zufrieden zu sein. Ich kann halt nur sagen, was ist das Ziel mit so einem Cycle? Das ist natürlich nicht gesund, aber mein Ziel ist es immer, dass wir quasi aus so wenig Nebenwirkungspotenzial wie möglich die maximale Leistung rauskriegen, dass es dem Athleten dabei gut geht, der Athlet dabei verhältnismäßig gesund bleibt. Und ja, jetzt werden wir gucken, wie Christoph reagiert. Bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut. Vielleicht werde ich den Christoph ja auch nochmal auf meinen Kanal holen und mit ihm ein bisschen talken, dann lernt ihr den nochmal kennen. Und spätestens, wenn ich Ende des Jahres, wenn die Richtlinien das zulassen, nach Thailand fliege, was geplant ist, werdet ihr auf jeden Fall zusammen mit Toni und mit Christoph ein bisschen Content sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn das Video auf Englisch war. Ich hoffe, ich habe quasi für die Leute, die nicht so gut Englisch sprechen, zumindest mal kurz zusammengefasst, was er gesagt hat. Und dementsprechend Daumen nach oben da lassen. Lasst mir ein Abo da, kommentiert wie verrückt. Ich denke, mein YouTube-Kanal ist schon wieder komplett eingeschlafen, was der Algorithmus sagt. Und ansonsten noch eine wichtige Info für euch. Ich bin ab sofort nicht mehr bei gigasnutrition.com, sondern nur noch bei bigzone.de mit dem Code MAX10 zu unterstützen. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein komplett eigenes Video zu, wieso und weshalb das ist. Also nicht wundern, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit MAX10 bei Bigzone. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.